Herzlich willkommen zum Franconia & Western Telegramm. SUDEXPRESS hat zwar mittlerweile auch die AC-Varianten der Eurodual ausgeliefert, Dreileiterfahrer klagen aber über schlechte Fahreigenschaften und Entgleisungen auf den Märklin-Schienen. SUDEXPRESS hat darauf kurzfristig reagiert und Tauschradsätze mit dann 1,2 mm Spurkranzhöhe und dem korrekten RadsatzInnenmaß angekündigt. Allerdings noch kein Datum genannt, ab dem diese auch verfügbar sein werden. Ebenso wenig gibt es eine Information, ob verbesserte Radsätze auch für die Zweileitermodelle angeboten werden, da es auch hier gerade in bogenweichen und komplexen Kreuzungssituationen vereinzelte Berichte hinsichtlich mangelnder Betriebssicherheit gibt. Bei der Neuheitenflut nicht den Überblick zu verlieren, ist Anfang des Jahres nicht immer ganz einfach. Eine Schneise durch den Dschungel schlagen redaktionell betreute Listen, wie sie beispielsweise seit Jahren zuverlässig von bahnonline.ch oder dem Stummi-Forum angeboten werden. Und es lohnt sich auch immer mal der Klick auf einen selbst noch unbekannten Hersteller, nicht selten findet man dort die ein oder andere Perle, gerade im Ausstattungs- und Gebäudebereich. Auch in bewegten Bildern sind wieder zahlreiche Neuheitenvorstellungen erschienen. So war Hagen von Ortloff erneut bei Joswood zu Gast. Hallo ihr Lieben, es ist fast schon zu einer Tradition geworden, dass ich im Januar nach Wuppertal fahre zur Firma Joswood. Da gibt es jede Menge Neuheiten. Das war im letzten Jahr der Renner. Kisten, 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 wunderbar. Aber was ich nicht machen durfte, ich durfte nicht mit der Wuppertaler Schwebebahn fahren. Und warum nicht? Sie fuhr nicht. Auch Frank Buttig von X-Train24 hat wieder zahlreiche Hersteller besucht und Gespräche zu den Neuheiten geführt, so unter anderem bei Faller, Lemke und Viessmann. Der Sommer kann kommen. Das ist das Motto eines Dioramenwettbewerbs der Facebook-Gruppe Mikroländer, die aus dem zum Jahresende 2020 eingestellten Club mit dem gleichen Namen hervorgegangen ist. Auf einer Fläche von minimal 15 x 15 und maximal 30 x 30 cm kann man seiner Fantasie zum Thema Sommer freien Lauf lassen und mit etwas Glück einen der von Busch zur Verfügung gestellten 5 Einkaufsgutscheine gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30.06. Alle weiteren Informationen finden sich in der Mikroländergruppe. Faller sucht für ein Videoporträt eine schöne Gartenbahn in Süddeutschland. Idealerweise sollte der Besitzer nicht kamerascheu sein, damit er sich und seine Anlage im Video auch vorstellen kann. Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der Interesse haben könnte, schreibt einfach eine Mail an info@faller.de. Leider abgesagt ist die Faszination Modellbahn, die vom 11. bis 13. März in Mannheim hätte stattfinden sollen. Ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen, man hofft jetzt auf eine bessere Planbarkeit der Messe 2023, dann vom 10. bis 12. März. Das war es für dieses Telegramm, ich hoffe, es war wieder für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei.